Radio hat gefragt, wie würdest du den Klimawandel stoppen? Verzeihung. Also ich persönlich fahre halt nach Möglichkeit nur dann Auto. Und ich will jetzt wohin fahren, und zwar will ich mir jetzt dieses Musikprogramm kaufen. Was ich sowieso versuche, ist, also allgemein Umweltverschmutzung kann ich nicht ausstehen, da achte ich total drauf. So, Mietz von Sietz, ja, meine Süße hier, die hat geschrieben: Glaubst du, die Natur rächt sich irgendwann bei uns, da wir konsequent alle Rohstoffe ausnutzen? Ich denke durchaus, dass die Natur irgendwann sagt, ey, es reicht, hört auf damit oder ihr seid drauf. Es reicht, hört auf damit oder ihr seid drauf. Ich persönlich halte eigentlich Unwetter und Stürme, also richtig harte Stürme, wirklich, wo auch Menschen ums Leben kommen, Erdbeben und sowas, Vulkanausbrüche, all das halte ich eigentlich schon für eine Warnung der Natur an uns. Ich habe euch ja gewarnt. Aber wir sind natürlich zu dumm, das zu bemerken und zu begreifen, und deswegen werden wir irgendwann untergehen müssen. Ihr seid zu dumm, es zu bemerken, zu begreifen. Wo ich jetzt sitze, ist das Gras ziemlich kurz, aber da drüben zum Beispiel, da ist alles noch, wenn du jetzt irgendwo außerhalb von Deutschland meinst, kann ich dir das halt leider nicht beantworten, weil ich halt nur in Deutschland bisher noch extrem anschwille. Ahmed hat gefragt, die letzte Frage für heute: Glaubst du, du würdest im Wald bzw. in der Wildnis mit deinem jetzigen Wissen überleben können? Im Prinzip glaube ich das durchaus. Ich glaube, wenn ich ein Messer hätte und wenn ich vielleicht noch einen Feuerstein hätte, voll übertrieben, und vielleicht noch einen Rucksack, damit könnte ich eigentlich, und natürlich meine Klamotten am Leib, damit könnte ich, denke ich, schon in der Natur überleben mittlerweile. Im Notfall kann ich das auch ohne, denke ich, weil ich bin halt in der Natur aufgewachsen. Reine Ruhe. Also ich habe in meiner Schulzeit mal Bogenschießen gemacht, und da könnte ich durchaus hergehen und könnte mal mir im Notfall auch noch kleine Tiere schießen oder sowas. Fallen stellen kann ich auch. Ich kann auch selbst Fallen bauen, wenn es nichts allzu Aufwendiges ist. Also ich denke, ich könnte in der Wildnis schon überleben, wenn es sein müsste. So, die nächste Frage kommt von Tobias. Im Wald, hast du schon mal einen Pilztrip im Wald probiert? Beziehungsweise würdest du es mal versuchen? Da ich null auf Drogen abfahre, nein, würde ich nicht probieren. Ich trinke mal gar nicht gern. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal noch mit dabei. Und da halt hier, wenn das Gras hier so schön hoch ist, sich einfach mal schön irgendwo ins Gras zu setzen. Das ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen.